Na, willkommen zurück bei Wow Spoken German. Ich bin Adele und heute haben wir wieder eine besondere Folge für euch. Bevor wir anfangen, eine kleine Frage an euch. Seid ihr schon einmal in einer fremden Stadt oder einem fremden Land wirklich verloren gegangen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt begrüße ich meinen Kollegen Peter. Guten Tag, Peter. Guten Tag, Adele. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich muss euch etwas erzählen, das mir letzte Woche passiert ist. Ich war in einer völlig neuen Stadt und hatte absolut keine Ahnung, wo ich war. Es war eine ziemlich interessante Erfahrung, muss ich sagen. Vielleicht habt ihr alle schon etwas Ähnliches erlebt. Oh, das klingt sehr spannend. Peter, erzähl uns alles. Was ist passiert? Wo warst du und wie bist du dorthin gekommen? Also, ich war in München. Ich kenne die Stadt nicht sehr gut. Ich bin zum ersten Mal alleine dort gewesen, für ein langes Wochenende. Ich hatte zwar mein Handy dabei, aber die Batterie war fast leer. Und dann, nach einem langen Spaziergang durch die Innenstadt, habe ich plötzlich gemerkt, ich weiß nicht mehr, wo mein Hotel ist. Die Straßen sahen sich alle so ähnlich. Oh nein, das ist wirklich eine stressige Situation. Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Zuerst war ich ein bisschen ruhig. Ich habe gedacht, kein Problem, ich finde den Weg. Aber nach 10 Minuten Suchen war ich immer noch verloren. Die Straßen sahen alle gleich aus und mir fehlte der Überblick. Und dann wurde ich doch ein bisschen nervös. Das Herz hat schneller geschlagen, das kenne ich sicher nicht nur ich. Das verstehe ich sehr gut. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das viele Menschen kennen, besonders wenn man in einer fremden Stadt ist und die Sprache vielleicht noch nicht so gut spricht. Habt ihr das auch schon einmal erlebt, liebe Zuhörer? Was habt ihr dann gemacht? Schreibt eure Antworten in die Kommentare. Genau das ist ein wichtiger Punkt, Adele. Ich musste jemanden um Hilfe bitten. Und das auf Deutsch. Das war für mich eine kleine Herausforderung, aber ich habe mir gedacht, ich muss es versuchen. Ich habe eine ältere Frau auf der Straße gesehen, die sehr freundlich aussah. Ich bin zu ihr gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich bin verloren. Sehr gut. Das ist wirklich ein wichtiger Satz auf Deutsch. Zuhörer, wiederholt bitte mit uns. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich bin verloren. Noch einmal. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich bin verloren. Sehr gut. Und was hat die Frau geantwortet, Peter? Die Frau war wirklich sehr nett. Sie hat gelächelt und gesagt, natürlich, wohin möchten Sie denn? Ich musste dann erklären, wo mein Hotel war. Aber ich konnte mich nicht an den genauen Namen erinnern, nur an die Straße. Ich habe gesagt, ich suche die Maximilianstraße. Ah, die Maximilianstraße. Das ist eine sehr bekannte Straße in München, sehr schön und mit vielen interessanten Geschäften. Und Zuhörer, das ist auch ein sehr nützlicher Satz. Ich suche die Maximilianstraße. Oder, wo ist die Maximilianstraße? Einfach, klar und sehr praktisch. Genau. Die Frau hat mir dann den Weg erklärt. Sie hat gesagt, gehen Sie hier geradeaus, dann biegen Sie links ab und dann sehen Sie schon die Maximilianstraße. Ich habe versucht, alles zu verstehen, aber ehrlich gesagt war es ein bisschen schnell für mich. Ihr kennt das sicher, wenn jemand sehr schnell Deutsch spricht. Hahaha, ja, das passiert auch vielen Deutschlernenden. Man versteht vielleicht die Hälfte und dann schaut man die Person einfach an und nickt, auch wenn man nicht alles verstanden hat. Was hast du dann gemacht, Peter? Ich habe höflich gefragt, Entschuldigung, können Sie das bitte wiederholen? Etwas langsamer bitte. Und die Frau hat es gerne noch einmal langsamer erklärt. Das war so hilfreich. Sie war wirklich sehr geduldig mit mir. Wunderbar. Das ist ein sehr wichtiger Trick für alle, die Deutsch lernen. Habt keine Angst zu fragen, können Sie das bitte wiederholen? Oder sprechen Sie bitte langsamer? Die meisten Menschen sind sehr verständnisvoll und helfen gerne, wenn sie merken, dass man die Sprache lernt. Habt ihr das schon einmal so gemacht, Zuhörer? Habt ihr um Wiederholung gebeten? Ich war wirklich froh, das gefragt zu haben. Die Frau hat es noch einmal erklärt, und diesmal habe ich fast alles verstanden. Ich musste geradeaus gehen, dann links abbiegen, und nach etwa 5 Minuten war ich an der richtigen Straße. Ich habe mich so erleichtert gefühlt. Das kann ich mir gut vorstellen. Dieses Gefühl der Erleichterung, wenn man endlich weiß, wo man ist. Und hast du dann dein Hotel gefunden? Fast. Ich war auf der Maximilianstraße, aber ich wusste nicht, auf welcher Seite das Hotel war. Die Straße ist ziemlich lang. Also habe ich einen älteren Mann gefragt, der an einer Bushaltestelle stand und auf den Bus wartete. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich suche das Hotel Stephanie. Wissen Sie, wo das ist? Oh, interessant. Immer mehr Deutsch sprechen, Peter. Das ist fantastisch. Und der Mann an der Bushaltestelle,
Hat er dir geholfen? Ja, er war auch sehr freundlich. Er hat gesagt, das Hotel Stephanie? Ja, das ist auf der rechten Seite, ungefähr 200 Meter von hier. Und dann hat er mich sogar ein Stück begleitet, weil er sowieso in die gleiche Richtung gegangen ist. So eine nette Geste. Das ist wirklich so schön. Die Menschen in Deutschland und in deutschsprachigen Ländern sind oft sehr hilfsbereit und freundlich. Das ist eine wichtige Sache zu wissen, wenn man als Lernender in einem deutschsprachigen Land unterwegs ist. Zuhörer, wenn ihr auf Reisen seid und Hilfe braucht, fragt ruhig. Die meisten Menschen helfen sehr gerne. Absolut. Ich habe in dieser Situation so viel gelernt. Nicht nur über die Stadt München, sondern auch über das Deutschsprechen in echten Situationen. Es ist ganz anders als im Kurs oder im Buch. Es ist schneller, aber auch aufregender. Und man merkt, dass man es wirklich kann. Das stimmt so sehr. Das Sprechen in der Realität ist immer eine besondere Erfahrung. Ihr übt Wörter und Sätze. Aber wenn ihr sie wirklich in einer echten Situation benutzt, fühlt es sich ganz anders an. Seid ihr schon einmal in einer deutschen Stadt gewesen und habt Deutsch gesprochen? Was war eure Erfahrung? Erzählt uns davon. Ich möchte noch eine andere Situation aus dem gleichen Tag erzählen. Nach dem Hotelerlebnis bin ich ein bisschen durch die Stadt gebummelt. Ich war müde, aber auch sehr glücklich. Und dann wurde ich plötzlich sehr hungrig. Ich habe ein schönes Restaurant gesehen, aber ich wusste nicht, ob es noch offen war. Oh, und was hast du dann gemacht? Ich bin einfach hineingegangen und habe eine Kellnerin gefragt: Entschuldigung, haben Sie noch geöffnet? Sie hat gelacht und gesagt: Natürlich, wir haben noch bis um 20 Uhr geöffnet. Möchten Sie einen Teil, schwäche einen Tisch? Ich war sehr froh, dass ich gefragt hatte. Sehr gut. Haben Sie noch geöffnet? Ist ein sehr praktischer Satz, den man oft braucht. Und möchten Sie einen Tisch? Hört man sehr oft in Restaurants. Zuhörer, wiederholt, haben Sie noch geöffnet? Das ist einfach und sehr nützlich, besonders wenn man mittags oder abends spontan essen gehen möchte. Ja. Und dann habe ich am Tisch gesessen und die Speisekarte gelesen. Sie war auf Deutsch, natürlich. Und ich habe nicht alle Gerichte sofort verstanden. Also habe ich der Kellnerin eine weitere Frage gestellt. Was empfehlen Sie? Das ist ein toller Satz. Und man bekommt immer eine hilfreiche Antwort. Oh, das ist wirklich ein fantastischer Satz. Was empfehlen Sie? Wenn man ein Gericht nicht kennt oder nicht sicher ist, was man bestellen soll, ist das die perfekte Frage. Die Kellner und Kellnerinnen empfehlen dann meistens das, was frisch ist oder was an dem Tag besonders gut ist. Man bekommt so auch einen kleinen Einblick in die lokale Küche. Genau. Die Kellnerin hat gesagt, ich empfehle den Schweinebraten mit Knödeln. Das ist ein typisch bayerisches Gericht und heute besonders frisch. Ich habe natürlich ja gesagt, und es war wirklich köstlich. Einer der besten Momente des ganzen Tages. Schweinebraten mit Knödeln. Das klingt fantastisch. Bayern hat wirklich eine wunderbare Küche. Zuhörer, wenn ihr nach München oder in andere Teile Bayerns reist, müsst ihr unbedingt die traditionellen Gerichte probieren. Was ist euer Lieblingsessen aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich? Schreibt es in die Kommentare unten. Das Essen war wirklich einer der besten Teile des Tages. Nach dem ganzen Stress des Verlorenseins und dem vielen Fragen und Suchen war es so angenehm, in einem gemütlichen Restaurant zu sitzen, gutes Essen zu genießen und die Atmosphäre der Stadt zu spüren. Ich finde, das ist eine wichtige Lektion für alle Deutschlernenden. Manchmal passieren unerwartete Dinge und man muss improvisieren. Man muss Fragen stellen, man muss um Hilfe bitten und man muss die Sprache benutzen, auch wenn man noch nicht perfekt ist. Das ist in Wirklichkeit der beste Weg zum Lernen. Absolut, Adele. Ich war am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen nervös, Deutsch zu sprechen. Man denkt manchmal, was, wenn ich einen Fehler mache? Aber nach diesem Tag hatte ich so viel mehr Selbstvertrauen. Jeder Fehler ist eine Lernchance und die Menschen sind fast immer geduldig. Das ist so wahr. Und wisst ihr, Zuhörer, was mich an dieser Geschichte am meisten beeindruckt? Peter hat nicht aufgegeben. Er hat nicht einfach sein Handy genommen und auf Englisch um Hilfe gebeten. Er hat es auf Deutsch versucht, auch wenn es schwer war. Das ist Mut und das ist genau das, was ihr auch tun solltet. Keine Angst vor Fehlern. Ja, und ich möchte noch ein paar nützliche Sätze zusammenfassen, die in solchen Situationen wirklich helfen. Erstens, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Das ist der wichtigste Satz überhaupt. Zweitens, ich bin verloren. Oder ich suche diesen Ort. Und drittens, können Sie das bitte wiederholen?
Perfekt. Und ich füge noch sehr wichtige Sätze hinzu. Sprechen Sie bitte langsamer. Und ich verstehe das nicht. Können Sie das bitte erklären? Oder auch, wo ist die nächste U-Bahn-Station? Das sind sehr praktische Sätze für unterwegs. Übt sie, schreibt sie auf und benutzt sie. Einen Satz möchte ich noch unbedingt hinzufügen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Denn nach jeder Hilfe ist es sehr wichtig, sich zu bedanken. Das ist höflich. Das macht einen guten Eindruck und die Menschen freuen sich, wenn man Dankbarkeit zeigt. Wunderschön, Peter. Dankeschön für deine tolle Geschichte und die nützlichen Sätze. Zuhörer, welche Sätze findet ihr am nützlichsten? Und habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Schreibt alles in die Kommentare unten. Wir lesen wirklich jeden einzelnen Kommentar. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Und vielleicht habt ihr auch eigene Geschichten, in denen ihr euch verloren habt oder um Hilfe bitten musstet. Es wäre wunderbar, davon zu lesen. Ihr könnt so auch anderen Lernenden helfen. Ja, genau. Diese Community ist so fantastisch. Ihr lernt nicht nur Deutsch, ihr teilt auch eure Erfahrungen miteinander und das macht jeden von uns stärker. Also, schreibt eure Geschichten, stellt Fragen und helft euch gegenseitig. Und bevor wir aufhören, Adele, möchte ich noch etwas fragen. Was ist deine persönliche Erfahrung mit dem Verlorensein? Bist du auch schon einmal wirklich verloren gegangen? Oh ja, einmal war ich in Wien und habe die falsche U-Bahn genommen. Ich dachte an, ich fahre zur Oper, aber ich bin in einem ganz anderen Teil der Stadt gelandet. Ich habe mich dort ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich den Stadtteil nicht kannte. Ich habe dann jemanden gefragt und eine sehr nette ältere Dame hat mir den Weg gezeigt. Sie hat sogar ein Stück des Weges mit mir gelaufen, weil sie sicher gehen wollte, dass ich richtig ankomme. Menschen können so unglaublich freundlich sein. Das ist eine wunderbare Geschichte. Wien ist ja auch eine wunderschöne Stadt mit so viel Geschichte und Kultur. Und das zeigt wieder, Fragen ist keine Schwäche. Fragen ist Mut. Fragen ist Stärke. Genau das, Peter. Fragen ist Stärke. Merkt euch das, liebe Zuhörer. Und jetzt, zum Abschluss unserer heutigen Folge, möchte ich euch noch eine kleine Übung mitgeben. Versucht heute oder morgen einen Satz auf Deutsch zu benutzen. Vielleicht fragt ihr jemanden nach dem Weg oder ihr bestellt etwas auf Deutsch. Und dann schreibt es uns hier in die Kommentare. Wir würden uns sehr freuen. Eine tolle Idee. Es war wieder eine wunderbare Folge heute. Ich danke euch von Herzen, alle, die ihr uns heute zugehört habt. Ihr seid die beste Community. Bleibt neugierig und mutig. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Tschüss. Auf Wiedersehen und bis bald bei Wow Spoken German. Bleibt neugierig, bleibt mutig und lernt weiter Deutsch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, alle zusammen.